Hast du mit der Godot Engine 4.3 schon mal überlegt, Spielstände oder auch Optionen, externe Dateien zu speichern oder auch von dort wieder zu laden und dich gefragt, wie das in GDScript oder in C# funktioniert? Vor allem Textdateien oder geht's auch mit Ressourcen? Wir finden das Ganze heute mal raus. Ich bin der Truly Most Wanted und das ist ein Godot 4.3 Feature in 10 Minuten erklärt. Gib dem Video einen Like, wenn es dir gefallen sollte, abonniere, wenn du mehr sehen willst und schreib mir dein Feedback oder auch deine Fragen gerne in die Kommentare und schon geht's los. Starten wir in GDScript. Es gibt in Godot verschiedene Arten von Dateifaden. Ressourcen liegen direkt im Projekt drin. Alle Ressourcen haben einzigartige IDs, die nutzt wiederum die Engine. Assets werden über die Asset Pipeline hin und her geschoben im Quellcode. Und für uns interessant, externe Dateipfade nutzen hier zum Beispiel das User oder eben einen fixen Systempfad. Beim User Präfix wiederum würden wir in Windows unter Application Data, Roaming, Godot, App User Data und dann eben den Namen unseres Projekts landen. Und neben diesen beiden hier könnten wir auch noch einen eigenen nutzen, und zwar mit Application. Zuerst prüfen wir aber mal, ob gegebene Strings Dateipfade sind und welche Art. Fängt das Ganze mit Ressource an, haben wir einen Ressourcenpfad. Oder mit User oder mit Application. Oder ist der gegebene String ein absoluter Dateipfad. In der Godot Engine unterscheidet man grundlegend zwischen einem lokalen Dateipfad und einem globalen. Dafür haben wir hier Try Globalize Path. Wenn es ein Ressourcenpfad oder ein Systempfad ist, dann sind das automatisch auch direkt die globalen Dateipfade. Wenn wir aber einen Dateipfad haben wie User, dann wollen wir den über die Project Settings direkt globalisieren, um auf den Ordner im System zu kommen. Und wenn wir unser eigenes Präfix Application nutzen, dann können wir über die OS-Klasse den Pfad zu unserer laufenden Anwendung bekommen und davon das Basisverzeichnis auslesen lassen. Ganz wichtig, das sind zwei verschiedene Sachen. Wenn wir unsere Godot Engine im Editor nutzen, dann landen wir dort, wo die ausführbare Editor-Exe liegt, während, wenn unser Spiel exportiert wurde, wir dort landen, wo das fertige Game.exe quasi liegt. Das sind zwei verschiedene Standorte. Beim Lokalisieren ist das genau umgekehrt. Ressourcen sind grundlegend schon auch wieder lokal. Und jeder beliebige Systempfad ist auch bereits wieder lokal. Aber Systempfade können mit dem globalen Präfix beginnen für den Userpfad. Wenn dem so ist, ersetzen wir den vorderen Teil davon mit eben User und verbinden das Ganze wieder. Umgekehrt, wenn wir das gleiche prüfen mit dem Application-Basisverzeichnis, müssen wir das austauschen mit App. Zum Laden und Speichern von Ressourcen nutzen wir lokale Dateipfade und die wandeln wir erstmal um in die globalen jeweils. Dann können wir in den Resource Loader und den Resource Saver diesen globalen Dateipfad hineingeben, prüfen, ob Dateien existieren und diese laden oder eine Ressource am globalen Dateipfad abspeichern. Interessant wird es dabei aber mit Dateizugriff, denn wenn wir permanenten Zugriff auf eine Datei benötigen, dann müssen wir zwei Dinge angeben. Wir brauchen den Dateipfad, den lokalen, und wir brauchen die Zugriffsberechtigungen. Wollen wir nur lesen? Wollen wir schreiben? Wollen wir lesen und schreiben? Was machen wir darauf? Grundlegend wird erstmal der lokale Dateipfad wieder globalisiert. Dann gucken wir, ob die Datei existiert in der File Access Klasse, und wenn dem nicht so ist, brechen wir hier wieder ab. Ansonsten nutzen wir File Access und öffnen diese Datei eben am globalen Dateipfad mit den Berechtigungen, und hierbei kann es einen Fehler geben. Beispielsweise, wenn dieser Pfad bereits geöffnet ist vom System. Ansonsten geben wir uns dieses File Access Objekt nach außen zurück und können damit weiterarbeiten. In C# ist das Ganze genau gleich. Alle Arten von Dateipfaden gibt es auch dort genauso. Zum Prüfen, ob ein Dateipfad ein bestimmter ist, fragen wir hier mit Starts with. Wir können auch über System.io Path abfragen, ob ein Path routed ist. Was das gleiche ist wie von Godot zu fragen, ob es ein absoluter Dateipfad ist. Auch beim Globalisieren dieselbe Logik. Ressourcen können wir nicht globalisieren, Systempfade ebenfalls nicht, und den User-Dateipfad, den globalisieren wir über die Project Settings. Bei unserem eigenen Application-Pfad nehmen wir das Basisverzeichnis der laufenden Anwendung und wir tauschen den Teil von Application damit aus.
Beim Lokalisieren genau dasselbe. Ressourcen sind nicht lokalisierbar, weil es die passenden Pfade sind, und Systempfade sind grundsätzlich auch schon lokalisiert. Aber wenn wir den globalen User oder eben Application Pfad haben, können wir das Ganze wieder zurück übersetzen mit eben dem User Präfix oder dem Application Präfix. Das Laden einer Ressource machen wir, indem wir einen lokalen Dateipfad globalisieren, prüfen, ob die Datei existiert, und wenn ja, dann laden wir das Ganze mit beim Speichern genau dasselbe, Pfad globalisieren und dann die Ressource dort speichern. Das kann einen Fehlercode werfen, bestenfalls aber einfach ein OK, und dann passt das Ganze schon so. Um auf eine Datei zuzugreifen, nehmen wir einen lokalen Dateipfad und einmal Zugriffsberechtigungen. Dann gucken wir eben, dass wir den Dateipfad globalisieren können. Wir gucken, ob die Datei eben mit File Access existiert. Wenn ja, dann öffnen wir sie damit auch. Da kann es einen Fehler geben, wie zum Beispiel die Datei bereits geöffnet in Godot. Und dann geben wir das File Access Objekt nach außen hin zurück und das Ganze ist erledigt. Testen wir doch mal unsere Bausteine. Wir haben ein Array von 4 Dateipfaden, eben Ressource, User, Anwendung und ein Systempfad. Und für diese 4 Pfade wollen wir nachher eine neu erzeugte Ressource, die noch nirgendwo anders existiert, eben speichern und laden und ihren Inhalt aus der Textressource heraus lesen. Für jeden lokalen in dem Array hier oben wollen wir den erstmal ausgeben und versuchen vom lokalen Dateipfad auf den globalen zu übersetzen. Dann wollen wir den globalen nehmen und umgekehrt testen, ob wir den auch wieder zurück lokalisieren könnten. Dann machen wir den Test, dass wir diese Ressource an dem lokalen Dateipfad speichern wollen, denn try_save_resource übersetzt er wieder in das Globale. Dann haben wir unsere try_load_resource, die den lokalen Dateipfad annimmt und das wieder uns zurückgibt als Ressource. Zu guter Letzt wollen wir dann mit der try_to_access_file-Methode von der Datei aus lesen. Und wenn das Ganze klappt, kriegen wir ein File_access-Objekt zurück und mit dem wollen wir hier unten sämtlichen Dateiinhalt als Text uns ausgeben lassen und dann den Dateizugriff hier unten mit Close wieder beenden. In unserem Godot-Projekt haben wir diese Ressource natürlich noch nicht liegen, aber wenn wir jetzt das Projekt hier oben mal starten und den Code laufen lassen, dann stellen wir fest, dass alle Testcases funktionieren. Denn wir können jeden beliebigen Dateipfad hier globalisieren und wieder lokalisieren. Hier oben, diesen hier unten eben User, unser Application-Pfad ebenfalls und auch der Systempfad funktionieren dafür. Wir können für jeden dieser 4 Pfade hier oben can save, also eben das Speichern der Ressource machen. Hier haben wir true, bei User ebenfalls, bei Application und auch bei dem Systempfad klappt es. Und wir können auch von dort aus wieder das Ganze lesen. Und zwar bei allen 4 Fällen erfolgreich mit True. Und genauso können wir auch mit dem File_access-Objekt darauf lesen und den Textressourceninhalt hier uns 4-mal ausgeben lassen. Dadurch haben wir die Möglichkeit jetzt, Ressourcen auch außerhalb unseres Projektes als Text und womöglich auch binär zu speichern. Und Packed Scenes sind ja auch Ressourcen. Ob das auch funktioniert, das bedarf einem kleinen Test. Aber zum Zeigen, hier unten ist unsere frisch angelegte Ressource .tres. Und wenn wir mal hier schauen, haben wir bei den Infos hier oben Resource Name, Some Example Name. Das heißt, der Inhalt ist in jedem Falle da drin. Und selbst wenn wir auf die Festplatte P bei mir gehen, haben wir hier den Inhalt der Godot Resource eben als Textformat. Und das ist doch eigentlich ziemlich cool, oder? Damit könnten wir uns Ressourcen bauen für Spieloptionen, für Speicherstände, für alles Mögliche und das einfach extern abspeichern. Und damit haben wir das Video schon abgeschlossen. Jetzt weißt du, wie du in GDScript und in C# diese Bausteine nutzen kannst, um Dateien zu laden, zu speichern und zu verwalten. Überlege schlau, was du dir bauen willst oder ob du Ressourcen nutzen willst oder doch lieber ein eigenes Dateiformat. Beide Möglichkeiten mit Ressourcen und File Access sind sehr machtvoll. Gib dem Video einen Daumen nach oben, wenn es dir gefallen sollte, abonniere gerne für weitere Folgen und wenn du Fragen hast oder du Feedback geben willst, schreib sehr gerne in die Kommentare. Auch ein simples Dankeschön reicht schon, um das Video hier sichtbarer zu machen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.